In meinen Videos habe ich euch ja schon eine Vielzahl von Lösungen für das Self-Hosting vorgestellt. In der Regel nutzen wir dazu Docker, denn Docker eignet sich sehr, sehr gut und ist dazu auch noch portabel. Normalerweise haben wir bisher eine Lösung auf einer VM mit Docker und Docker Compose installiert. Wenn du jetzt aber mehrere Lösungen bei dir auf einem Server betreiben möchtest, dann eignet sich dazu eine Management-GUI für Docker. Und die möchte ich euch heute vorstellen, und zwar heißt die Yacht. Ihr habt vielleicht schon mal von Management-GUIs wie Portainer gehört. Ich stelle euch heute Yacht vor. Yacht ist noch leichtgewichtiger und super einfach zu bedienen. Wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und zwar geht ihr dazu einfach mal auf die Webseite yacht.sh und dort können wir gleich schon losgehen. Wie üblich nutzen wir auch für die Installation von Yacht selbst Docker. Das heißt, Docker müssen wir erstmal installieren. Ich verwende hier meine Linux-Distribution, die heißt TuxWiz. Die findet ihr auf meiner Webseite spacefun.ch und dort könnt ihr die hier im Bereich TuxWiz ganz einfach beziehen. TuxWiz eignet sich super gut, da es sich um eine leichtgewichtige Linux-Variante handelt, die sehr gut auch als Server genutzt werden kann. TuxWiz basiert dabei auf Debian. Das ist jetzt die Variante auf Debian Stable Basis und damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich öffne jetzt also hier mal ein Terminal und wie üblich installiere ich erstmal Docker und Docker Compose. Das Ganze mache ich jetzt hier aus den offiziellen Debian Repositories und dazu gebe ich den Befehl sudo apt install docker.io und docker-compose ein. Hier gebe ich mein Passwort ein und im Hintergrund wird jetzt Docker bereits installiert. Als nächstes muss ich dann meinen Benutzer noch zu der Docker-Gruppe hinzufügen, damit ich als Benutzer auch selber Docker verwenden kann. Üblicherweise haben wir bisher unsere Software immer im Home-Verzeichnis des Users installiert. Das ist auch sehr gut geeignet, wenn man jetzt eine einzelne Lösung fährt. Heute möchten wir es aber etwas anders machen und wir möchten das ganze System weit installieren und auch für andere Benutzer zugänglich machen. Das heißt, dazu verwenden wir eine spezielle Gruppe und unter Linux gibt es üblicherweise eine Gruppe, die heißt Users. Bei Debian gibt es diese Gruppe noch, da ist aber standardmäßig kein User mehr drin. Das kann ich mal abrufen mit getend group users und diese Gruppe hat hier die sogenannte User-ID 100. Das sehen wir hier sehr genau. Also ich füge jetzt meinem Benutzer tux sudo usermod -a -g der Gruppe Docker hinzu. Docker hat er jetzt bereits installiert. Zusätzlich füge ich jetzt meinen User auch noch der Gruppe Users hinzu, denn nachher können dann alle, die in dieser Gruppe Users drin sind, diese Docker-Lösung auf deinem Linux-System verwenden. Du musst dann einfach nur noch den Benutzer in dieser Gruppe Users hinzufügen. Das habe ich jetzt gemacht. Hier muss ich natürlich Users, erst die Gruppe und dann den Benutzernamen angeben. Jetzt muss ich mich einmal ab und wieder anmelden, damit diese Änderungen aktiv werden und kann dann gleich bereits mit der Installation von Yacht loslegen. Ich öffne also nochmal mein Terminal, öffne wieder die Webseite yacht.sh und kann dann hier auf den Punkt Get Started klicken. Hier gibt es dann einen Bereich im linken Menü Install Yacht. Und wir möchten das Ganze natürlich, wie gesagt, mit Docker installieren und zwar auch mit Docker Compose. Da wir das System weit machen möchten, dazu lege ich jetzt einen neuen Ordner Yacht direkt auf der Root-Ebene einfach mal an. Und dazu gebe ich den Befehl sudo mkdir/yacht ein. Das hat den Vorteil, dass dieser Ordner nachher auch standardmäßig von dieser Lösung direkt für Templates genutzt wird. Das kann ich euch nachher auch zeigen, deswegen ist es sinnvoll, hier für diese Lösung für Yacht wirklich diesen /Yacht-Ordner zu verwenden. Das Slash ist immer das Wurzelverzeichnis, also der Ausgang, von dem alle weiteren Verzeichnisse abzweigen. Das kann ich euch nochmal anzeigen, ls-al/ und da gibt es jetzt den Ordner Yacht. Da habe ich jetzt natürlich noch keine Rechte drauf, das muss ich auch noch anpassen, also sudo chown, das mache ich jetzt mal mit tux und dann aber meine Gruppe Doppelpunkt Users und dann /Yacht.
Und dann gebe ich noch ein Chmod ein. Ihr habt bestimmt auch schon mein super Video über Linux-Rechte gesehen. Falls nein, schau dir das unbedingt an. Da erkläre ich dir das ganz genau, wie das funktioniert mit diesem Octal-System und wie die Rechte hier aufgebaut sind. Ich gebe jetzt hier mal 775 ein, dann hat der User und die Gruppe volle Rechte und dann den Ordner. Das muss ich natürlich auch wieder mit sudo machen, denn diese Befehle auf dem System, also das ist ja ein Systemordner direkt im Wurzelverzeichnis, kann ich nur als root ausführen. Das habe ich jetzt gemacht, jetzt schaue ich mir nochmal ls-al, kann dann direkt das Directory angeben, /yacht, dann wird nämlich das Verzeichnis selber angegeben und nicht der Verzeichnisinhalt. Wenn ich nur ls-al machen würde, würde er mir den Verzeichnisinhalt anzeigen und ich würde das Verzeichnis gar nicht sehen. Also ls-ald zeigt mir die Rechte von dem Verzeichnis an. Die passen jetzt also. Die Rechte stimmen hier. Ich gehe jetzt als User in dieses Verzeichnis rein, cd/yacht, und kann dann dort hier zum Beispiel diese Docker Compose YAML-Datei einfach mal anlegen. Nano Docker Compose YAML. Dazu kopiere ich mir jetzt den Inhalt hier dieser Beispiel Docker Compose und füge den jetzt hier an dieser Stelle einfach mal ein. Hier seht ihr, es wird der Port 8000 exposed und es wird ein Verzeichnis, also ein Volume Yacht erstellt. Üblicherweise möchten wir die Volumes lieber als Bindmount in dem Verzeichnis, in dem wir uns befinden, einrichten. Ich würde jetzt hier also eingeben /yacht, also in dem Verzeichnis soll er dieses Verzeichnis Yacht anlegen und das soll dann aber auch yacht-config heißen, denn ihr seht, in dem Container heißt das Verzeichnis config. Dann kann ich mir hier unten diesen Bereich für die Volumes einfach sparen und würde das dann mal hier mit Ctrl-O, Enter und Ctrl-X einfach mal abspeichern. Jetzt könnte ich mit Docker -compose, hier unter Debian Stable heißt das immer noch Docker -compose, bei Docker von Docker Hub verwendest du Docker Leerzeichen Compose und ich gebe jetzt mal Docker Compose up ein. Und er würde jetzt im Hintergrund dieses Image bereits pullen. Also er bezieht jetzt diese Version von Yacht, von dem Repository, was hier jetzt angegeben ist. Das ist jetzt nicht Docker Hub, sondern Self-Hosted Pro /Yacht und da von dieser Container Registry heißt das, pullt er jetzt dieses Image und startet es dann nachher. Und wenn er das gemacht hat, dann könnt ihr hier mal auch auf diesen Getting Started Bereich gehen und ihr seht dann hier nachher kann man dann über Localhost 8000, also den Port 8000, direkt auf diese Lösung zugreifen. Das probieren wir gleich mal aus, sobald das Ganze gestartet ist. Hier ist im Hintergrund jetzt schon einiges passiert. Schauen wir mal, ob er schon soweit ist. Ich gebe jetzt mal http localhost 8000 ein. Und hier startet jetzt tatsächlich schon etwas, nämlich das Login von Yacht. Hier gibt es standardmäßig einen User, admin@yacht.local mit dem Passwort pass. admin@yacht.local und das Passwort pass. Und das ist jetzt Yacht. Und hier seht ihr auch schon, das ist unser Container, nämlich der Yacht-Container. Den könnte ich mir jetzt zum Beispiel hier in einem anderen Terminal auch mit Docker PS anzeigen lassen. Und da sehe ich, hier ist mein Container Yacht mit dem Port 8000 bereits in Betrieb. Hier könnte ich jetzt Applikationen einfach installieren und zwar könnte ich das zum Beispiel über diese sogenannten Templates machen. Templates sind so Vorlagen, die gibt es zum Beispiel auch unter Portainer und Yacht kann auch mit diesen Portainer-Templates umgehen. Das heißt, die sind kompatibel. Dazu müsste ich das jetzt erstmal hinzufügen, diese Templates, und er schlägt mir hier auch eins vor, nämlich diese URL für die Yacht-Templates und die nehme ich jetzt mal hier, paste die hier rein und gebe mal Yacht-Templates ein. Jetzt wird diese Template Registry hier sozusagen angelegt. Diese Templates, das ist einfach ein JSON-File, kann man sich auch mal angucken. Die sind eigentlich so ähnlich wie so eine Docker Compose-Datei. Da wird einfach beschrieben, wie so eine App aufgebaut ist. Und damit kann die Software dann arbeiten und kann dann aus diesen Templates sozusagen dann Applikationen installieren. Also ich könnte jetzt hier auf Templates, Yacht-Templates klicken und dann wird mir der Inhalt von diesem Template-Katalog hier angezeigt. Und ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal eine App suchen, nämlich zum Beispiel den Nginx Proxy Manager. Den haben wir vielleicht
hast du das Video zu OwnCloud schon gesehen, den haben wir dort schon verwendet, einfach selbst aufgesetzt. Ich suche jetzt mal nach Nginx und da sehe ich schon den Nginx Proxy Manager. Ich kann hier auf Deploy klicken und dann öffnet sich der Assistent, der geht hier diese 4 Schritte durch und die muss ich jetzt hier einfach mal angeben. Also hier startet der Container, also unless stopped, das ist die Policy, hier sind die Ports, hier ist der Port auf dem Host, der Port im Container, hier der Port für die Verwaltungsoberfläche, das ist 81, das kennt ihr bereits, wenn ihr das Video gesehen habt, und hier ist der Port 443. 80 und 443 muss natürlich für den Proxy erreichbar sein, denn über den Proxy möchten wir nachher den Zugriff aus dem Internet steuern, damit all unsere Lösungen auch über das Internet erreichbar sind. Natürlich nur die, die wir über den Proxy erreichbar machen möchten. Und dann seht ihr hier, da gibt es zum Beispiel dieses Pling, also Ausrufezeichen Config. Pling Config Nginx Proxy Manager. Ich breche das hier trotzdem nochmal ab und gehe nochmal in die Settings, denn dann seht ihr genau, was ich meine und dann versteht ihr das auch ganz genau, warum ich vorhin die ganze Installation im Verzeichnis /yacht angegeben habe. Denn hier werden diese Variablen, da gibt es ganz verschiedene, /config, /data, /media, durch ein Replacement ersetzt, nämlich einen Pfad /yacht appdata-config. Also er legt dann im Verzeichnis appdata-config für die einzelnen Apps auch dann die entsprechenden Datenverzeichnisse an. Und das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, denn dann könnt ihr nachher nur dieses Verzeichnis /yacht wegsichern und da habt ihr wirklich dann alles drin, inklusive der Apps, die ihr installiert habt. Also wir gehen nochmal rein. Wir gehen in die Templates. Ich sage wieder die Template-Gruppe, Yacht Templates, die habe ich selber angelegt. Wähle hier wieder Nginx, den Nginx Proxy Manager, nicht zu verwechseln mit dem Nginx, dem Webserver, und sage jetzt hier Continue. Dann nochmal die Ports, die haben wir vorhin schon mal gesehen. Da können wir nachher auch noch Änderungen vornehmen. Dann hier der ersetzbare Pfad mit der Variable und dort legt er dann noch ein Unterverzeichnis Nginx Proxy an. Und das Ganze wird gemappt auf den Container, auf das Verzeichnis Config. Jetzt gibt es hier noch Environments, da kann man noch Environment-Variablen festlegen. Das müssen wir jetzt in dem Fall hier nicht machen. Ich sage jetzt einfach mal Deploy. Und hier wird im Hintergrund jetzt diese App anhand dieses Template-Kataloges bereits für dich installiert und komplett eingerichtet, so wie wir es kennen, wenn wir jetzt zum Beispiel den Nginx Proxy Manager einfach von der Webseite mit Docker Compose direkt installieren. Wir schauen jetzt dann nachher mal hier im Dashboard nach, wie das Ganze dann aussieht. Also hier sehen wir jetzt schon die Apps, da ist alles aufgeführt mit den Ports. Da ist die Yacht, da ist der Nginx Proxy Manager. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel mal auf das Verwaltungsfrontend gehen, nämlich die Web-UI. Und hier öffnet sich jetzt schon die altbekannte Web-UI mit dem Nginx Proxy Manager Standard Login Admin @example.com und dem Passwort ChangeMe. Und dann sollte ich mich hier bereits anmelden können. Hier wird er mich jetzt wieder fragen, was ist denn meine richtige E-Mail-Adresse, Admin, also astronaut@spacefun.ch. Und jetzt kann ich hier natürlich dann auch noch mal das alte Passwort eingeben und ein neues. Und somit ist der Nginx Proxy Manager, das Herzstück für unser Self-Hosting, bereits installiert. Und du kannst jetzt in deinem Router einfach das Port Forwarding auf Port 80 und 443 einrichten und dann wird das direkt auf den Nginx Proxy Manager weitergeleitet. Die Auflösung oder das Routing auf deine App erfolgt dann über den Namen deiner Applikation. Und zwar kannst du ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir DynDNS eingerichtet. Meine DynDNS-Adresse heißt tuxwiz.mu.com. Die habe ich bei freedns.afraid.org registriert. Das ist sogar kostenlos. Und ihr könntet natürlich mehrere Adressen dort angeben. Oder ihr könnt bei freedns.org, also afraid.freedns.org, auch noch eine Wildcard, sogenannte Wildcard-Domain einrichten. Das habe ich auch schon mal erklärt. Und dann könntet ihr zum Beispiel einfach irgendwas, meine App.tuxwiz.mu.com einrichten und meine zweite App. Und diese Namen werden dann weitergeleitet auf die entsprechenden Apps. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Also es gibt da zum Beispiel, wir können jetzt mal eine App installieren, Readable, Docker Compose. Wir könnten jetzt irgendeine App installieren, zum Beispiel so ein
Bookmark Manager. Da bin ich kürzlich drüber gestolpert. Der ist jetzt eigentlich noch Readdeck, genau. Readdeck heißt das ganze Ding. Readdeck Docker Compose. Und damit kann man dann selber Bookmarks managen. Das ist so ähnlich wie jetzt zum Beispiel hier im Firefox das Pocket-Ding. Das kennt ihr vielleicht. Und ich gehe jetzt hier mal drauf auf diese Readdeck Homepage. Also das ist jetzt das Git-Repository. Hier klicke ich jetzt mal auf Installation und schaue da mal, ob hier denn so ein Docker Compose File irgendwo rumfliegt. Also am besten arbeitet ihr wirklich mit diesen Docker Compose Files, denn die sind wirklich mächtig und damit können wir das System dann wirklich sehr einfach aufsetzen. Das ist wirklich am besten. Hier gibt es auch noch eine Homepage, readdeck.org. Vielleicht finde ich dort in den Docs hier noch etwas, Deployment Compose Files. Das klingt doch schon mal ganz gut. Also hier gibt es jetzt zum Beispiel so ein Compose-File und das könnten wir jetzt einfach mal kopieren und damit können wir mal anfangen zu arbeiten. Und so könnt ihr euch eure Systeme halt nach und nach einfach aufbauen. Ich kopiere mir das jetzt mal, denn in Yacht kann ich hier nämlich auch einfach mit Compose-Files arbeiten. Das ist wirklich das super Geniale. Ich gehe jetzt hier in Projects, sage jetzt hier neues Project, nenne das jetzt zum Beispiel hier Readdeck und paste da jetzt einfach den Inhalt von meinem Compose-File rein und die Sache ist schon erledigt. Hier sagt er jetzt das Image Port 8000. Ich muss natürlich vorher schauen, dass der Port jetzt nicht schon irgendwo im Einsatz ist. Und zwar haben wir ja hier, wie ihr wisst, auch schon unsere Lösung, nämlich die Yacht auf dem Port 8000 laufen. Das wird sich also in die Quere kommen. Hier müsste ich jetzt einfach einen anderen Port eingeben. Ich sage jetzt hier auf meinem Host, das ist der Port auf meinem Host, wird es Port 8001. Der wird noch nicht verwendet. Das kann ich auch nochmal prüfen. Sudo netstat -antp. Dann könnte ich pipe grep angeben 8001. Muss mein Passwort eingeben. Und da finde ich nichts. 8000 hingegen wird natürlich hier schon verwendet. Also 8001 im Container, den Port darf es natürlich nicht ändern. Der ist weiterhin gleich. Dann kann ich hier noch sagen, von wo es erreichbar ist. Der Server-Port, das ist jetzt halt der Port in der Applikation. Und hier musste ich jetzt noch die URL eingeben. Ich gebe jetzt hier mal meine DynDNS-Adresse ein, also tuxwiz.mu.com. Und jetzt könnte ich hier auch noch die Volumes halt einrichten. Und so würde er natürlich ein ganz normales Docker-Volume erstellen. Und wenn wir das jetzt aber möchten, dass er das auch da einstellt, wo jetzt hier die Yacht liegt, nämlich in /Yacht, müssen wir das natürlich entsprechend anpassen. Also da könnten wir jetzt zum Beispiel angeben, hier auf meinem Host ist das /Yacht und dann könntest du zum Beispiel einfach hier direkt in das /Yacht Data reinschreiben oder du gehst jetzt hier noch in AppData, das hat er ja auch noch angelegt, AppData Config, das ist eigentlich das Verzeichnis, wo er seine Konfigurationen einrichten will, also können wir das auch noch entsprechend mit angeben. Ich kopiere das mal, also Yacht, AppData Config und dann nennen wir das mal Readdeck. Wird gemappt auf das Verzeichnis Readdeck im Container. Unless stopped ist richtig, Test, das ist alles richtig, das Volume kann dann weg. Damit habe ich jetzt so ein Docker Compose File hier schon vorbereitet. Du siehst, du musst natürlich ein bisschen drüber gehen, ist klar, du musst es auf deine Bedürfnisse hin anpassen, aber es ist wirklich sehr einfach zu verstehen. Und jetzt hat er hier dieses Projekt, heißt das, für ihn angelegt und da könnte ich jetzt hier einfach mal einen Docker Compose abmachen. Und das würde jetzt hier im Hintergrund einfach mal versuchen. Und wenn das klappt, dann sollte nachher diese App auch tatsächlich gestartet werden. Das hängt natürlich davon ab, App has been started, ob alles richtig konfiguriert ist. Falls nicht, dann müssen wir das hier noch entsprechend anpassen. Jetzt können wir schon mal schauen, ob hier vielleicht auf dem Port schon was läuft, also 8001. Ja, da läuft jetzt schon was. Also wir könnten jetzt in unserem Proxy hier schon einen neuen Host einrichten, also Dashboards, Proxy Host, add Proxy Host. Und ich gebe jetzt an tuxwiz.mu.com und dort könntest du natürlich auch deine ganzen Subdomains oder anderen DNS-Domains oder normalen Domains angeben. Das ist ganz einfach. Das wird jetzt hier meines Wissens nach über HTTP
aufgerufen, das können wir mal schauen. Und da musst du jetzt die IP-Adresse von deiner virtuellen Maschine angeben, also Hostname minus I, und dann ist das hier die erste IP, das ist die IP-Adresse, die du auch im Forwarding in deinem Router angegeben hast. Und hier gebe ich jetzt den Port 8001 ein. Und jetzt sagen wir hier Publicly Accessible, ich sage mal Save und schau mal, ob er hier schon irgendwas macht. Ich könnte jetzt hier nochmal auf Edit gehen und sage jetzt bei SSL, Request SSL Zertifikat, Force SSL, Agree und kann dann auch noch das Ganze über HTTPS erreichbar machen. Voraussetzung ist natürlich, dass du Port 80 und 443 in deinem Router forwardest. Das habe ich in vielen Videos schon erklärt. Schau dir die einfach nochmal an. Und natürlich, dass du die entsprechende DNS-Adresse konfiguriert hast. Jetzt schauen wir mal, ob es da schon irgendwas gibt auf diesem, ja, da kann ich jetzt schon was machen. Willkommen. Und hier kann ich jetzt einen Benutzernamen angeben, Astronaut, Passwort und dann kann ich meine E-Mail-Adresse angeben, astronaut@spacefun.ch und ich sage jetzt hier Installation beenden. Und du siehst, ich habe jetzt hier so einfach schon meine Yacht am Laufen mit dem kompletten Management. Ich kann meine Container darüber verwalten, ich kann mit Templates arbeiten und ich kann aber auch wie gewohnt mit diesen Docker Compose Dateien schaffen und habe so super schnell ein verwaltbares System für mich eingerichtet. Diese Web-Oberfläche von Yacht, die mache ich natürlich entweder nur von Localhost oder in meinem lokalen Netz erreichbar. Ich möchte nicht unbedingt, dass die im Internet hängt. Das musst du dir gut überlegen, ob du das willst. Ich rate davon ab. Falls du davon extern draufkommen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, einen VPN zu nutzen. Das habe ich auch schon gezeigt mit DocOVPN, mit dem OpenVPN. Und jetzt könntest du dann hier weiterschauen, wie das funktioniert, zum Beispiel mit diesem Lesezeichenmanager. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal ein Lesezeichen hinzufügen. Ich gehe mal auf GNU Linux CH und schaue mir hier mal den Artikel von ÖKÜK an und würde den zum Beispiel mal hier einfach reinpasten und sage Link speichern. Und hier habe ich nachher für später zum Nachlesen mir jetzt halt diese Lesezeichen abgespeichert und kann da immer wieder drauf zugreifen und mir die auch sortieren hier mit Text und vieles mehr. Ich bin gespannt, wenn du es ausprobierst, wie weit du kommst, wo du hängen bleibst, falls du Hilfe brauchst. Komm unbedingt bei uns in die Community rein. Die findest du auf spacefun.ch und dort kannst du hier auf den Punkt Community klicken und dort entweder diesen QR-Code scannen oder einfach hier auf den Punkt Telegram. Wir sind auch über XMPP erreichbar, falls dir das lieber ist. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren dieser tollen Lösung und freue mich auf deinen Besuch bei uns in der Community. Tschüss und bis bald!